Wenn ihr auf der Suche nach einem Netzteil für euer Notebook, Tablet oder Smartphone seid, ist euch bestimmt schon mal die Abkürzung GAN aufgefallen. Oft gibt es mehrere kompatible Netzteile, einmal mit der Abkürzung GAN und einmal ohne. In diesem Video erklären wir euch alles zum Thema GAN-Netzteile und was für Vorteile es mit sich bringt. Also legen wir gleich los. GAN steht für Galliumnitrid und ist die Basis für Halbleiter, welche unter anderem in Netzteilen oder Ladegeräten verbaut sind. Seit einigen Jahren ersetzt Galliumnitrid Silizium als Halbleitermaterial und das hat gute Gründe. Galliumnitrid hält höhere Spannungen als Silizium aus. GAN-Transistoren können schneller schalten und verlieren weniger Energie in Form von Wärme, das heißt, der Wirkungsgrad ist höher. Dies ermöglicht, dass die Bauteile des Netzteils dichter verbaut werden. Damit sind GAN-Netzteile bei gleicher Leistung deutlich kompakter und werden nicht so warm. So können auch Hochleistungsnetzteile mit mehreren Ports entwickelt werden. Mit diesen Ladegeräten kann man häufig mehrere Endgeräte schnell laden. Wir haben euch jetzt hier mal zwei Netzteile mit gleicher Leistung mitgebracht. Einmal ein Silizium-basiertes Netzteil und einmal ein GAN-basiertes Netzteil. Man sieht den Unterschied schon sehr. Wenn ich jetzt unterwegs sein würde, im Zug oder so, würde ich gerne das GAN-basierte mitnehmen. Das ist einfach handlicher und ist auch einfach kleiner. Dann haben wir euch hier mal noch zwei Wallplugs mitgebracht. Einmal 65 Watt von Lenovo, einmal 100 Watt von Asus. Und bei dem muss man sich einfach mal vorstellen, dass man hier mit 100 Watt laden kann. Und man kann hier theoretisch auch die unterteilen in zwei USB-C und einmal USB-A. Was bei einem anderen Lenovo theoretisch auch möglich wäre, dass man nur über USB-C mit 65 Watt laden kann. Was auch schon sehr, sehr gut ist für so ein kleines Netzteil. Noch ein paar Worte zur Langlebigkeit von GAN-Netzteilen. Theoretisch könnte man erwarten, dass durch die höhere physikalische Stabilität des Halbleitermaterials und der geringen Wärmeentwicklung die Langlebigkeit der Ladegeräte erhöht wird. Die notwendigen Langzeitstudien zur Bestätigung der Theorie sind leider noch begrenzt. Für den Akku im Notebook macht es übrigens keinen Unterschied, mit welcher Technologie geladen wird. Jetzt haben wir einige positive Aspekte genannt. Aber wo ist der Haken? Das ist der Preis. Denn trotz der flächendeckenden Implementation sind GAN-Netzteile nach wie vor noch teuer. Hier kann man aber durchaus auf Preissenkung hoffen, denn die führenden Hersteller wie Lenovo, Dell und HP setzen immer mehr auf GAN-Netzteile. Wir gehen davon aus, dass die GAN-Netzteile in den nächsten Jahren Marktstandard werden. Wenn ihr also auf ipc-computer.de euer Notebook-Modell über die Navigation oder über die Suchleiste herausgesucht habt, dann passen alle angezeigten Netzteile für euer Gerät. Habt ihr hier mehrere Optionen, zum Beispiel ein GAN-Netzteil und ein traditionelles Silizium-basiertes Ladegerät, dann sind beides valide Optionen. Unser Tipp: Wenn ihr das Ladegerät oft unterwegs benutzt oder ihr wollt mehrere Geräte gleichzeitig laden, dann gebt der neuen Technologie eine Chance. Wenn ihr noch mehr Infos zum Thema GAN-Netzteile wollt, dann schaut gerne unten in der Videobeschreibung vorbei. Da haben wir euch einen Beitrag verlinkt. Wir hoffen, das Video hat ein wenig Licht ins Dunkel gebracht. Über ein Abo und ein Like würde uns freuen. Bis zum nächsten Mal.